Grüß euch, da ist wieder Rucksack-Taxi. Ich bin heute oberhalb vom Tiersee. Da ist ein Parkplatz vom Forstamt, gebührenpflichtig, und ich gehe heute mit euch von da aufs Frechjoch und einmal schauen, vielleicht aufs Talerjoch. Heute ist ein eher verregneter Tag. Jetzt hat es gerade aufgehört, wie es der Wetterbericht angesagt hat. Schauen wir mal, ob es so bleibt. Auf geht's! Am oberen Ende verlassen wir den Parkplatz und wir werden da gegenüber runterkommen, wenn meine Runden so funktioniert, wie ich mir es vorgenommen habe. Und jetzt gehen wir erst einmal links. Am Anfang gehen wir noch neben dem Bachal auf, das da gemütlich vor sich hingluckert. Wir sind jetzt schon einen guten Kilometer auf der Straße unterwegs und jetzt muss dann bald einmal links über den Bach drüber gehen und dann wahrscheinlich gleich rechts rein für uns. Da muss ich jetzt dann nochmal in der Karte nachschauen. Es ging zwar links auf der Straße, also eigentlich gerade weiter, aber ich möchte erst Richtung Taleralm und Talerjoch. Dann sind wir also da richtig. Da unten ging auch noch mehr ein Steigerl. Das ist das, wo ich gemeint habe, man muss aufpassen. Da geht scheinbar auch noch mal extra irgendwo auf. Wir bleiben also da herum und da muss ich jetzt selber öfter wieder in die Karten schauen, dass ich auf dem richtigen Steig bleibe. Markiert ist er, allerdings auch schon ein bisschen bemoost, die Malerei. Es wird tatsächlich sonniger. Was noch nicht viel heißen wird, weil es schleicht schon ganz schön viel an Wolken rum. Bleibt auf jeden Fall spannend. Zumindest das mit der Aussicht um. Man sieht es, der Nebel zirkt, es geht ein leichter Wind und bis auf das nasse Gras, warum meine Hosen schon ganz schön waschelt, ist dieser wunderschöne Steig da rüber, kein bisschen schwierig, nur an ein paar Stellen ein bisschen steiler, aber viel wird da nicht gegangen, weil alles von links und rechts ziemlich einwächst. Also eher einsame Tour, auf der es aber, soweit ich gesehen habe, keine Einkehrmöglichkeit gibt. Das stellt sich jetzt dann raus, ob die Taleralm was verkauft oder nicht. Gefunden habe ich nichts.
Wir überqueren einmal das Rinnsal. Da gehe ich jetzt davon aus, dass da selten mehr Wasser drin ist, weil es hat ja richtig geregnet. Entweder braucht es noch ein bisschen, bis es da kommt, oder das ist sonst eher trocken. Das ist auch ganz interessant, da ist eine Straßenüberquerung eingezeichnet in der Karte. Aber da ist genauso wenig los wie auf unserem Steig. Für die meisten ist eine Genusstour, wenn die Sonne scheint. Ich genieße im Moment gerade, dass weder heiß noch kalt ist. Und ich finde die Stimmung und die brutale, ich sage wirklich absichtlich brutale Ruhe heute. Das kann ich mehr genießen, als wenn es sonnig war. Wir kommen jetzt gleich an der Riedebenalm vorbei. Und man merkt, es ist teilweise ganz schön rutschig. Obwohl ich heute meinen wirklich guten Bergschuh habe. Ja, da sind wir gerade raufgegangen und vor der Riedebenalm rechts an dem Schüttel. Die Damen chillen heute noch. Da gehen sie jetzt da rauf, einen Abkürzer. Da kommt man zwischen Talerjoch und Frechjoch raus. Ich gehe aber jetzt gleich hinter der Riedebenalm links weiter. Es kann sein, dass ich ein Stückchen auf der Straße bin jetzt. Richtung Taleralm, und dann möchte ich praktisch als komplette Runden gehen. Da geht es dahinter dann nur mehr zum Talerjoch rauf und dann gehe ich für Richtung Frechjoch. Da geht es jetzt auffällig links weg, das kommt mir spanisch vor, und wie ich da oben sehe, kann das nicht ganz stimmen. Da ist noch mehr ein Schüttel, da gehe ich jetzt einmal auf. Nicht, dass sich der Steig weiter umteilt und ich eben doch nicht auf der Straße Richtung Taleralm weitergehe. Wahrscheinlich, ja, ich kann es tatsächlich schon lesen, geht es da herum erst Richtung Taleralm und nicht, wie ich erst gemeint habe, unten auf der Straße. Probiert es ruhig, dass mich vom schönen Wetter überzeugt. Aber leicht wird es nicht, weil das ist heute schon ganz nach meinem Geschmack, auch wenn überall was durchzieht. Das Wort mystisch darf ich ein bisschen übertrieben finden, aber ich glaube, man nimmt deswegen alles, was näher da ist, viel mehr wahr, und die Luft ist dermaßen sauber. Da heißt es jetzt aufpassen, da geht es ein bisschen fies runter. Einerseits lockerer Schotter und dann richtig steil. Ja, und wenn man schon nicht mehr daran denkt, ein Ausrutscher. Ganz knapp vorbei am Autobahnsturz. Aber ganz so breit ist der Weg doch nicht.
dass man den Begriff verwenden kann. Passiert mir einmal, soll ja nicht, darum heißt es halt immer besonders gut aufpassen. Da geht es jetzt recht verschlungen durch die Latschen durch. Da habe ich neulich einen Bericht gesehen, dass die einen Pilz haben, der die Nadeln braun werden lässt und auf einmal sterben ganze Äste ab. Ich möchte einmal hoffen, dass der da noch nicht aufgefunden hat, aber das kann es fast sein. Das haben sie, glaube ich, einen Bericht gebracht aus dem Wimbachtal. Und es ist schon auffällig, dass bei ganz viel Latschen immer wieder braune Nadeln zum Sehen sind und teilweise sind es ganze Äste. Wir gehen jetzt schon wieder ein bisschen bergauf, bergab, im Schnitt aber auch schon bergab und sind auf dem Weg, wie man es schon sehen kann, zur Thaler Alm. Es ist wieder sehr gut zum Sehen. Ich muss sagen, in Tirol, die Pfosten, die sind echt super als Markierungen. Die sieht man oft schon von der Weiden. Und im Vorbeigehen siehst du dann den Storno, der irgendwann einmal rot angemalt worden ist, wo das Gras schon fast drüber wächst. Echt eine gute Form der Markierung. Jetzt muss ich dann nur mal in den Karten reinschauen, ob wir da gleich hinter der Thaler Alm raufgehen oder ob es da ein Stückchen auf der Straße übergeht. Jetzt war ich schnell dran. Ich gehe gerade noch mal ein Stück zurück. Ich hätte nämlich da von jetzt rechts runter müssen und bin gleich oben auf dem schmalen Weg weiter, was aber nicht stimmt. Bisschen im Nebel versteckt ist nur mehr eine Alm. Ich kann mir vorstellen, dass das die obere Thaler Alm ist oder die hintere Thaler Alm. Da habe ich aber in der Karte keinen Namen dazu gesehen. Da meine ich, kommen wir jetzt noch vorbei und dann haben wir mehr oder weniger den Höhenunterschied schon weitgehend hinter uns. Da ist jetzt das Thalerjoch rechts auf angeschrieben. In meinem Plan gehe ich aber erst am Thalerjoch vorbei und dann rauf und dann geht es halt um rechts. Das ist kurz vorm Thalerjoch und ich habe dann eine echte Runden. Und darum gehe ich jetzt noch gerade weiter, dann geht es hinterhalb schräg noch mal hinauf und dann sind wir schon bald den größten Höhenunterschied gegangen. Gleich nachdem wir da rechts ganz knapp vor der Alm einer sind, sieht man, da ist direkt frisch ein Stückerl Weg angelegt, ein paar Meter sind das bloß und
eine ziemlich neue Markierung, meine ich. Also geht es jetzt da schon rauf, wo wir dann auch Richtung Thaler Joch raufkommen, hoffe ich. Da schaue ich jetzt gleich nochmal in den Karten rein, dass ich sicher gehe. Ja, da sind wir gerade aufgekommen. Ganz spärlich mit ein paar Steinen markiert, die man oft eine Zeit lang gar nicht sieht. Es geht immer so ähnlich wie da, so schräg rauf am Hang entlang, leicht bergauf. Man darf aber nicht zu weit rechts gehen, bloß weil man oben schon einmal das Kreuz durchblitzen sehen hat. Da war ich bloß zu langsam mit der Kamera. Ja, ihr seht, es hat doch das Ringen nochmal angefangen. Und da geht es jetzt für uns rechts Richtung Thaler Joch. Jetzt muss ich halt einmal schauen, ob es nur ein vorübergehender Schauer ist oder ob es mehrer wird. Dann habe ich aber da auch die Möglichkeit, dass ich eben jetzt mehrmals doch rechts runter abkürze. So gut, wenn es stärker ringt, macht es ja keinen Sinn. Dann gehe ich so zurück, wie ich rauf bin. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Bis jetzt war es aber wirklich trocken. Genau so wie es angesagt war. Und ein Schauer war angesagt auf 1 ungefähr. Das ist jetzt noch nicht ganz. Aber da kann man es natürlich nicht auf die halbe Stunde genau sagen. Ankunft auf dem Thaler Joch. Ihr seht es bei strömendem Regen. Das ist auch der Grund, warum ich sage, Vernunft geht vor. Ich werde bei der nächsten Gelegenheit absteigen, rechts, und das Frechjoch werde ich auslassen, weil es einfach unvernünftig war. Ich gehe jetzt da weiter und bei der nächsten Gelegenheit gehe rechts runter zu den Almen. Ihr seht, ich bin wieder runter zu unterwegs. Und zwar das Straßenstückel zu den Thaler Alm. Oben auf dem Rücken war es einfach heute zu unkalkulierbar und damit auch zu gefährlich, wenn man nicht weiß, wie der Weg beieinander ist. Es hört zwar jetzt gerade wieder auf zum Ringen, also eigentlich genau wie es angesagt war, aber es ist so viel Wasser auf so kurze Zeit runterkommen, dass regelrecht ein Bach runterläuft im Steig. Und das macht es wirklich unvernünftig, dass man da weiter geht und weiter absteigt. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacktaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.